Ich sollte mal den Preis Arschloch des Monats einführen. Er hier hätte den gewonnen. Überholt er jetzt über den Parkplatz oder was? Der ist doch völlig geistesgestört, der Typ. Der ist doch völlig geistesgestört. Guck doch dann diesen Scheiß da mal an! Gottes Willen! Völlig bekloppt! Der knallt mit 100 irgendwas über den Parkplatz. Da laufen Menschen rum, da laufen Kinder rum. Und der knallt so über den Parkplatz. Die sind so bescheuert, ey. Aber was fehlt dem denn? Was fehlt diesen Menschen denn? Oh, da fehlt doch nicht mehr der Groschen an der Mark, da fehlt die ganze Mark. Wie gestört. Wie gestört. Ja, wenn du sowas schon siehst, dann brauchst du gar nicht drauf fahren auf der Raststätte. Kannst du gleich wieder durchstarten, das kannst du voll vergessen. Ach, Mann. Von Raststätte Harz bis Hildesheim nicht ein einziger kleiner Parkplatz. Wie viele Kilometer waren es? 30 oder was? Nicht mal ein scheiß Parkplatz dazwischen. Dass man mal gerade anhalten kann zum Pissen. Nein, nichts. Oh, ist das wieder eine Scheiße, ey. Kommt hier bald mal ein verschissener Parkplatz. Hier. Nee, der ist gesperrt. Ja, super. Da sollen wohl 2 Pferde auf der Autobahn rumlaufen. Nee, die sagten, die sind schon wieder eingefangen. Wäre wieder freigegeben. Das sag ich doch gerne. Ah ja, einer läuft da rum. Maultier. Eine Baustelle mit unendlich weiter 60 km/h Beschränkung. Einer muss halt immer dabei sein, der mich recht 60 fährt. Ja, ist aber richtig so, ist doch der STVO hier, ne? Ich wollte gerade sagen, das war das Gesetz. Genau. Tja, da hast du aber von 3 Seiten Konter gekriegt. Schön. Sehr gut. 60 ist 60. Fertig. Da musste ich meine Rettungsgasse wieder zumachen, weil der Wichser über den Stadtstreifen will. Bevor ich mir sein blödes Gehupe oder Gelaber anhöre, lasse ich ihn gerade vorbei. Natürlich auch noch nicht gesehen, ne? Hier 60 für LKW, stehen ja jede Menge Schilder dran und da knallt da in der Mitte am unteren allen. Was heißt knallt? Fuhr ja auch 60, 70, weil jetzt tut er so, als würde er nirgendwo reinkommen und so. Keine Leute gibt's. Aber nix hier mal Ausländer oder was, ne? Das ist zum Beispiel auch ein Deutscher, aber lass er machen. Mein Lappen ist es nicht. Hier rein, hier rein!
Oh, danke LKW fürs Bremsen. Bis abrupte Bremsen. Einer muss es ja tun. Oh, diesen qualmenden LKW kann man ruhig mal in die Kamera drücken, aber beim Knopf drücken bloß nicht die Kekspackung umwerfen. Ah. Oh, die verdammte Scheiße hier! Och Mann, was ist denn los? Oh. Ficken Scheiße, Kacke, Drecks, Fick, jetzt habe ich die scheiß ganzen verschissenen Kekskrümel hier rumfliegen, ey. Oh, ich brauche einen Hochdruckreiniger. Oh Mann, jede Papiere überall. Wenn ich gleich beim Zoll stehe in der Schweiz, dann packen die meine Papiere aus und denken, was das sind. Plus ein paar Kekse dazwischen. Scheißdreck. Die denken doch gleich wieder, ich will sie bestechen und dann komme ich in den Knast. Oh, man hat alle Hände voll zu tun, dass man den LKW hier in der Spur hält und dann dümpeln die da neben einem rum. Oh, es ist so zum Kotzen. Anscheinend haben sie ja so viel Zeit, wenn sie nur 1 km/h schneller fahren als ich. Dann können sie in der Baustelle auch hinter mir bleiben und dann riskieren sie ihre Spiegel nicht. Ach ja, man das kann doch nicht dein Ernst sein. Ziehst raus zum Überholen und versuchst den wirklich jetzt mit 82 Stundenkilometern zu überholen. Hast du nichts im Ei oder was? Man schmeißt den Scania da auf die Hälfte. Ja, so, ich hab das lange vorgehabt. Du kannst mir glauben, dass das klappt. Wir spielen gut in einem Casino. Oh, so, wir brauchen nur ein bisschen Glück. Sag Bescheid. Ist das ein Wasserwerfer? Ich werde von einem. Ist das ein Wasserwerfer? Was ist das? Ja, ich werde gerade von so einem Polizeidings, Mokel, LKW, irgendwas. Okay, STA2-Ding mit Kameras oben drauf, vorne 2, hinten eine, beweglich und ich weiß nicht. Sieht aus wie voll gepanzert. Aber macht man das Mercedes zwischen, der haut jetzt ab. Ich glaube, man sollte die Polizei verklagen, weil das ein LKW ist und der fährt über 90. Der fährt 99. 99. Das spielt keine Rolle, das ist ein LKW. Ja, wir haben keine Rechte, ja, ist klar. Weißt du, da läuft das Mädel, es war ja nun Vatertag, um 3:47 Uhr, 48, mit einer Flasche Bier oder was auch immer, was sie noch hatte, läuft die alleine hier im Stockdunklen nach Hause. Verstehe nicht, was sie für Freunde hat, aber ich habe noch kein Mädchen alleine nach Hause gehen lassen. Absolut nicht. Und ich komme vom Dorf, aus noch einer guten Ecke, wo du nicht über den Haufen umgebracht wirst, was? Naja. Wisst ihr, warum das hier so windig im LKW ist? Nee, nix Klimaanlage und Fenster runter. Das ist der Sturm der Entrüstung. Komm, gib Gas! Du bist doch so blöd, Uschi! Oh, das ist wieder so eine typische Tante. Die gibt doch kein Gas. Selbst wenn das Auto nur 50 PS hätte. Die gibt doch kein Gas. Die fährt immer noch um Standstreifen, weil der nächste LKW sie auch nicht rauflässt. Rauflassen kann. Wir kommen an einer Tour Autos. Jetzt ist sie draufgefahren. Jetzt endlich mal. Oh, das geht doch Gas. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Wenn man drauf tritt und nicht mit Strich 70 da versucht. Ah, komm, hör auf. Ach so. Ja. Oh, meine Fresse, ey. Fliegt ja bald der Anhänger um. Kommst du nicht aus den Spuren raus. Mein Gott, jetzt fahr doch weiter! Verschissener, verdammter Scheißkarren, ey. Da liegt ja hier eine Vollbremsung auch noch hin. Erst schlackert dir der Anhänger, dass er bald umfällt, weil du nicht rauskommst. Und dann als Gaudi da
Geht der... Ah, Mann! Das ist zum Kotzen, ey. Es ist zum Kotzen. Meine Fresse, ey. Oh, wie schön dieser Mond am Himmel steht. Aber der blendet, den mache ich erstmal aus.